Honestly, I have been treating the committee so frequently. Ehrlich gesagt, ich habe mit den Ausschüssen das Thema diskutiert. Also ist chronische Schmerzen eine Krankheit, eine validierenden Zustand. Ich möchte, dass mit einem Fall zwei Personen können Schmerzen auf verschiedene Weise. Es gibt zwei Arten von Schmerzen. Schmerzen, die dich verändern und Schmerzen, die daran leiden. Also Toleranz, Motivation, Resilienz. Wie Eddie Merckx sagte, also Radfahrer müssen mit Schmerzen leben. Wenn sie das nicht kontrollieren können, hier ein Beispiel, eine Person in Schmerzen leidet, die verschiedenen Sachen, die er leidet, die verschiedenen Symptome, das ist nicht nur akutes Schmerzen, das ist etwas anderes in einer Dimension. Diese Entwicklung im chronischen Schmerzen oder kognitive und emotionale Kontrolle von Schmerzen, das zerstört wird durch chronischen Schmerzen. Das ist eine Tsunami vor dem Gehirn. Das verändert sich und es ist ganz anders, als was man früher hatte. Man konnte das zurückrufen und behandeln. Die Europäische Föderation von Ethik hat schon das verstanden als wissenschaftlicher Verein. Sie haben früh verstanden, warum akutisches Schmerzen als Symptom von Krankheit oder Verletzung. Und das hat sehr viel Diskussionen stimuliert und viele Menschen haben neue Ideen. Also das hat sich von 2002, 2016 sich entwickelt. Das ist ein globaler Tag gegen Schmerzen. Das wurde verändert und Ideen von Tagesordnung, also ein menschliches Recht, die Reduzierung von Schmerzen zu betrachten. Ich muss den Punkt machen, dass hier hat es angefangen und diese Befreiung von Schmerzen sollte ein menschliches Recht und heute sind wir bei SIP und SIP hat sehr viele Fortschritte gemacht, das zu fördern, auch beim Europäischen Parlament. Wir müssen nicht nur reagieren, chronische Pain als Krankheit ist ein Symptom oder eine Krankheit. Wir müssen richtige Antworten finden. Es muss ist chronische Schmerzen eine Krankheit, wissenschaftlich. Also eine Definition von Krankheit. Fangen wir mit einer Definition von Krankheit.
Das ist eine Reihe von Krankheiten. Es war früher nur ein Symptom. Was ist eine Eigenschaft von einer Krankheit? Eine bestimmte pathologische Verfahren mit charakteristischen Zeichen und Symptomen. Man kann ganz einfach die Eigenschaft definieren. Also Symptome und Zeichen. Es kann auf den ganzen Körper auswirken oder auf einige Teile davon. Und diese Ätiologie, Pathologie und Prognosis könnte man wissen oder nicht wissen. Eine chronische Krankheit, das ist eine Krankheit, die sehr lange dauert. Es ist eine akute Phase der gleichen Krankheit, könnte progressiv sein und könnte auch zum Tod führen. Also das ist ganz anders als andere. Das muss man immer im Kopf halten. Und jetzt, wenn wir sehen, den Titel, die sich verändernde Konzepte in der Definition von chronischen Schmerzen, das ist IASP, Mersky und Bogduk, eine unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung mit aktuellen oder potenziellen Gewebeschaden verbunden. Also es gibt sehr viele Menschen, die Williams und Craig zum Beispiel, sollte man eine Definition von Schmerzen updaten, ist eine unangenehme Erfahrung mit aktuellen oder potenziellen Gewebeschaden mit Sensoren, emotionalen, kognitiven und sozialen Komponenten. Es ist eine interessante Definition mit Multidimensionalität von Schmerzen, also emotional, kognitiv und sozial. Ehrlich gesagt wird das nicht die Definition sein. Heute sind wir pragmatischer. Unser Symposium, chronische Schmerzen kann mit anderen Zuständen koexistieren oder die einzige Diagnose sein. Chronische primäre Schmerzen, also wie Kopfschmerzen, Migräne und so weiter. Andere Arten von Kopfschmerzen, primäre Schmerzen, weil es keine Erklärung dafür gibt. Man kann die Ernsthaftigkeit nicht erklären, aber auch eine andere Definition von chronischen Schmerzen, verbunden mit signifikant emotionalen Unangenehmen oder invalidierende, funktionale, die nicht von anderen chronischen Schmerzenzuständen erklärt werden kann. Also für Entscheidungsträger ist das unsere These, unsere Hypothese, wie man das vorwärts bringen kann. Natürlich, solche Schmerzen wird zum einzigen oder hauptklinisches Problem. Mein letzter Punkt, die in diesen also die invalidierenden Zustand.
Viele Autoren haben beigetragen zu diesem Artikel. Sie sprachen über Invalidität, also die Definition von Invalidierenden. Das ist ein komplexer Termin, die invalidierenden Aktivität, Beschränkungen und Teilnahmebeschränkungen habt. Also eine Teilnahmebeschränkung in Lebenssituationen. Ist das wahr? Stimmt das für Menschen, die an chronischen Schmerzen leiden? Das ist nicht nur ein gesundheitliches Problem, sondern auch andere Aspekte des Lebens. Das ist ein anderer Aspekt. Wenn Sie diesen Artikel lesen, Hauptproblem von diesen Behinderungen ist Hauptproblem ist Rückenschmerzen. Sie können sehen, dass Rückenschmerzen immer auf der ersten Stelle rangiert. Auch Rückenschmerzen ist Nummer 1, immer. Ist der höchste in der ganzen Welt, nicht nur in Europa. Und wir sprechen hier von Behinderungen. Für mich gibt es keinen Zweifel, dass akutes Schmerzen ein Behindertenzustand ist. Also die Faktoren der Vulnerabilität zu zukünftigen Schmerzen, also Depression, also Alter, die Frequenz der Schmerzen, Übermüdigkeit, zum Beispiel Folge eines Trauma oder Unfall. In diesen Fällen kann man chronische Schmerzen entstehen einfacher. Was brauchen wir noch? Brauchen wir Fitness und Resilienz, also Gesundheitsförderung und so früh wie möglich Behandlung. Was würden Sie die Änderungen, die wir, das ist ein Beispiel von Deutschland, wir haben gerade, wir können 10.000 Patienten in einer Rise-Up für Rückenschmerzen, die behandelt werden. Jetzt, dass es eine nationale Richtlinie und Ärzte werden zusammen Informationen austauschen in einem elektronischen Tagebuch über den Patienten, während der Patient überwacht wird und Selbstinformation informiert wird über physische Übungen nach 12 Wochen von Rückenschmerzen. Das ist nur ein Beispiel. Wir werden weiter damit.
und eine proposte Konsensuserklärung. Ich Job sehr beeindruckt und gestern das Red Balloon Project und als ich den Luftballon also geburstet habe, habe ich also Schmerzen ist ein Symptom, dann kann es in eine Krankheit werden. Und das war die Antwort, die ich bekommen habe. Ich weiß nicht, was Sie selbst gesehen haben. Vielen Dank.